Hallo, mein Name ist Christoph und ich habe ein Problem. Es gibt gewisse Lebenssituationen, in denen ich mich nicht unter Kontrolle habe. Mir kommt es so vor, als wäre ich da nicht ich selbst. Sehr oft kommen diese Situationen vor, wenn es um Ware von, es ist glaube ich verkehrt, diesem Hersteller geht. Und ich habe mich dann erst wieder unter Kontrolle, wenn ich auf einen Kaufen-Button gedrückt habe. Rita lacht jetzt blöd, aber ihr geht es nicht anders. Die anonymen Lego-Käufer. Und ja, wenn ihr auch dazu gehört, dann willkommen im Club. Wir haben wieder eingekauft und es ist wieder etwas mehr geworden, als es eigentlich geplant war. Und nochmal zur Klarstellung, man deutet ja nicht mit dem Finger auf Leute, aber Rita ist hier nicht nur mitverantwortlich, sie ist hauptverantwortlich. Und wir zeigen euch jetzt gleich mal, wofür. Eieiei. Die Hälfte liegt am Boden. Naja, es geht. 1, 2. Also, während Rita jetzt schon mal die ersten kleinen Säckchen für euch vorbereitet, kurz einen Schwank zum heutigen Video. Und zwar haben wir vor einiger Zeit mal, ja, ihr wisst ja, wir haben im Legoland Florida Figuren bestellt, sogar einige. Und ungefähr zur selben Zeit hatten wir Kontakt mit einem sehr netten Zuschauer mit dem Namen Benny. Der hat auch einen Bricklink-Shop, den wir hier oben jetzt kurz einblenden. Also vielen Dank nochmal für die ganze Geschichte, das freut uns wirklich sehr. Er hat uns gesagt, ja, er hätte auch Figuren für uns und ob wir nicht welche wollen. Rita hat sofort gesagt, ja, kein Problem. Wir haben uns dann mal ausgemacht, dass wir auch ungefähr so 500 Figuren kaufen wollen, da wir ja was vorhaben, was wir euch noch nicht sagen, das ist noch streng geheim. Und dann sind es ein bisschen mehr Figuren geworden und er hat uns dann Fotos geschickt und dann war dieser Moment, dass sich Rita nicht mehr unter Kontrolle hatte und sie hat dann gesagt, ja, wir nehmen ein bisschen mehr, es ist kein Problem, wir brauchen immer Figuren und wenn du Frisuren hast und so weiter, kein Problem. Und ja, schließlich und endlich hat er uns dann ein Angebot gemacht, was wir nicht ablehnen konnten. Es ist um einiges mehr geworden. Wir sind selbst noch immer sehr erstaunt. Rita findet gar keine Worte für diesen Einkauf. Und wir haben uns gedacht, wir zeigen euch da mal ein paar Highlights, denn im Detail kann man das nicht machen, außer ihr habt heute nichts mehr vor und Zeit für ein 5-stündiges Video. Also ich glaube, es sind jetzt ungefähr... Es sind keine ganzen Figuren, aber es sind zum Teil über 1000 eines Typs dabei. Also ich glaube, wir haben über 1000 Köpfe, über 1000 Oberteile. Sagen, alleine wenn wir uns hier mal nur die Köpfe anschauen. Halt mal ein bisschen was in die Kamera, sonst rede ich nur mehr. Ich habe hier 4 Säcke voll mit Köpfen, wobei wir auch ein paar vollständige Figuren haben. Also es ist nicht so, dass das nur auseinandergebaute Figuren wären, sondern auch wohlgemerkt alles, was in die Stadt passt. Hier, genau, das, zuerst wollten wir die nicht, dann haben wir gesagt, ach komm, schmeiß sie dazu, Figuren, Köpfe in Hautfarben und auch Skelette und so Geschichten. Den Gruselpark und wer weiß, die Mütter kommen ja sicher wieder in die Stadt und dann wollen sie wieder für den Strand jemanden, der noch nicht gebräunt ist und dann brauchen wir doch wieder die Hautfarbenen. Ja, bald ist ja auch Halloween, da brauchen wir das sicher. Eben, und hier sind noch ein paar normale, unter Anführungszeichen, Köpfe. Genau. Also die passen aber auch alle wirklich in die Stadt. Der junge Mann hat uns da Top-Köpfe ausgewählt. Also da ist jetzt, ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, den wir nicht irgendwie gebrauchen können. Hast du die speziellen schon hergezeigt? Noch nicht. Dann sind auch Sachen dabei, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Ich glaube, da müssen wir sogar 1, 2 Sachen rausholen. Ja, da bin ich nämlich schon gespannt, denn unter anderem ist mir aufgefallen, erst einmal habe ich irgendwo SpongeBobs entdeckt und ich bin zwar nicht so der... Wir haben noch nie ein SpongeBob Lego-Set gehabt. Jetzt haben wir SpongeBob-Figuren. Ich glaube, es ist sogar Patrick Star dabei. Eben, dieser Dann Patrick sind auch hier zum Beispiel Star Wars-Figuren. Ich hole mir mal... Oh, Rita hat das alles ausgeleert. Zeig mal, es sind ein paar so coole Star Wars-Sachen dabei. Genau. Das zum Beispiel. Der hier, glaube ich, ist von Star Wars. Dieser dreieugige. Kann das auch Star Wars sein?
Nein, das ist, glaube ich, Space Police oder so. Space Police. Oder wie haben die geheißen? Oder Ultra, irgend sowas in die Richtung. Okay. Aber da ist auch Ein Yoda-Kopf. ein Yoda-Kopf ist mehrmals dabei, dann dieser Medical Droid. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich ein sehr großer Star Wars-Fan, aber wir haben Ist das nicht Jar Jar relativ Binks? wenige. Das muss Jar Jar Binks sein, ja. Also ein... Also ein Gungan ist das auf jeden Fall. Verschiedene Yoda-Köpfe Ich habe sind mir gedacht, da da gibt es nur dabei. einen. Also ich glaube, wir schauen uns heute noch mindestens eine Trilogie an. So gut wie sich Christoph bei Harry Potter auskennt, so gut kenne ich mich bei Star Wars aus. Deswegen wundert euch Solange nicht. du nicht Star Wars mit Star Trek verwechselst, ist mir das egal. Aber es sind auf Kommt jeden aber- Fall sehr viele Alien-Köpfe dabei, die Ja. mir total gut gefallen. Also die haben wir auch noch nie irgendwo gehabt und vielleicht werde ich doch noch mal zum Lego Star Wars Fan. Und Wer ist das? Auch ein paar Simpsons-Köpfe habe ich entdeckt. Da bin ich auch schon gespannt. Ja, also was da dann und alles wo die dabei her ist. sind, ob die aus dem Simpsons Haus sind oder aus der Lego Wir werden Minifiguren-Serie. Dann haben wir, wie gesagt, in dem Säckchen, was Ritter gerade in der Hand hält, jede Menge Skelette und ich glaube, da sind auch Geister dabei. Und ein Druide. Und ein Druide, das Wort kennen Sie wieder. Ja, aber der ist süß. Das ist zwar nicht R2D2, aber irgendein Nein. anderer. Sein Bruder. Vielleicht Genau. sein Brüderchen. Also das ist auch ein Säckchen voller Geheimnisse, möchte ich mal sagen. Ein Säckchen voller Mysterien. Oh ja. Und das freut uns wahnsinnig. Wir haben am Anfang eigentlich gesagt gehabt, wir brauchen nur Figuren für die Stadt, aber jetzt sind wir auf der anderen Seite gar nicht böse, dass es doch ein bisschen mehr geworden ist. Er hat uns dann auch Genau. Wir haben auch vollständige Figuren, wie ich euch schon gesagt habe, in so einzelnen Säckchen, genau den Polizisten oder hier so einen, keine Ahnung, Motorradfahrer oder was auch immer. sind auch Taucher dabei. Man sieht die leider immer so schlecht durch diese durchsichtigen Blisterbags hindurch, aber ihr den könnt euch Strand. sicher was vorstellen. Einen Surfer. Ich habe noch einen Taucher für die Unterwassergeschichte. Und es wird nicht weniger. Wir haben auch so viele coole Hüte zum Beispiel und nämlich auch nach Farben geordnet, was so cool ist. So toll ist. Da haben wir auf einer Seite haben wir so Ritterhelme, schätze ich mal, einen Spider-Man-Kopf sogar, jede Menge blaue Hüte und grüne, auch grüne Sombreros und Alienköpfe und sonstiges. Hier, was hast du? Genau, ich zeige euch in der Zwischenzeit mal die graue und Flat Silver Abteilung, wo auch sehr viele Ritterhelme drinnen sind, in allen Farben und Variationen. Und Ritter hat, wie gesagt, blau und auch Genau. grün. Wahnsinn, Und auch was da alles drin ist. Ich glaube, da Sombreros. sind auch Hüte drin von, weiß nicht, sind das Herr der Ringe-Geschichten oder so weiter. Ja, auch das ein oder andere Chima-Teil. Dann diese Alien Conquest Geschichten, also ich bin da wirklich hin und weg Oh ja. und glaube, ich werde auch noch zum Figurenfan. Wenn ich es nicht schon wäre, würde ich es jetzt werden. Dann was Genau. präsentiert uns Ritter Hier jetzt? ist die rot-gelbe Abteilung und hier sind eben diese SpongeBobs. Ich glaube, da sind sogar noch mehr drin. Ich Ja. zeige den Zusehern noch ein, zwei, dann sehen sie, also wie Das gesagt, verschiedene. ich habe SpongeBob zum Teil mit meiner doch etwas jüngeren Schwester angeschaut und kenne die Serie davon noch ein bisschen, aber die sind alle ein bisschen anders. Aber der ist Total echt cool. Der Piraten-SpongeBob ist sehr cool. Also Dann auch eben solche für die Könige, solche Kronenhelme, wie auch immer man das nennt. Und dann eben restliche rote Kappen, rote Helme, Haare. ja, wir haben noch gar nicht überall hineingeschaut, Ja. aber es sieht sehr vielversprechend aus. Oh, diese Krone ist doch auch sehr cool. Die habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Mir auch relativ neu. Keine Ahnung, wo die vorgekommen ist, aber sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wir werden es herausfinden. Dann haben wir hier ein bisschen ein gemischtes Säckchen, wo großteils Hosen drinnen sind. Und auf der anderen Seite, wenn ihr mit mir mitschaut, haben wir hier Geister und auch Teile von so Druiden und so, keine Ahnung, was das alles noch ist.
ja, Droidenbeine und auch so Teile, wo man auch wieder einen R2D2 zusammenbauen kann. Ja, wir sind jetzt momentan gerade selbst ein bisschen erschlagen. Unmengen an Oberteilen. Ja, also es geht bitte hier weiter, es geht hier weiter, es geht hier weiter. Das sind alles Oberteile. Ja. Nein, hier ist auch noch was. Hier sind auch noch welche drin. Sehr coole nämlich teilweise. Also, ich meine, alles sehr cool. Aber nur was heraussticht, hier auch zum Beispiel habe ich wieder irgendeinen Ritter, glaube ich, was natürlich perfekt wird für unser Mittelalterlager. Ich habe schon abgeschossen hier. Ich bin gespannt. Hier einer überhaupt aus der Steinzeit, glaube ich. Wir sind wirklich erschlagen von diesem Überangebot an Teilen. Also ja, es sind sehr viele auch lizenzierte Sachen dabei. Ich zeige euch auch nochmal eine Tüte, die ich jetzt gerade in der Hand habe. Also da sind viele Sachen dabei, die wir sehr gut für unsere Stadt verwenden können, auch für die Ritter. Ja. Und also wir können uns da wirklich nur bedanken. So ein cooles Assortiment haben wir ja wirklich noch nie gehabt. Und der junge Mann war auch so nett, er hat uns dann auch noch zum Beispiel dieses Säckchen mit dazu geschmissen. Und er hat uns vorgewarnt, er hat gesagt, es sind ein paar Torsos nicht komplett. Also wie gesagt, ihr seht, da fehlen relativ viele Hände und auch überhaupt Arme. Aber Rita zeigt euch als Kompensation dafür eine prall gefüllte Tüte mit Händen und Armen und alle möglichen Figuren. Ich habe noch nie so viele auch Lego-Arme einzelne Beine, also es sind offenbar vielleicht auch irgendwo Hosen dabei, wo ein Bein fehlt. Die haben wir selbst noch gar nicht gesehen. Also es ist wirklich... und hier ist noch ein Säckchen, das ist jetzt da unten gelegen. Ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt sind, aber weit über 1000. Ja. Und wirklich thematisch alle für uns hochinteressant, speziell für Rita, denn sie mag ja eher die, sagen wir mal, ein bisschen neueren. Das stimmt. Ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt. Das sind auch noch Oberteile. Ich glaube, ich werde das jetzt dann irgendwie sortieren müssen in Richtung, keine Ahnung, Themen. In Richtung, was wir für die City brauchen, was brauchen wir für Piraten, was brauchen wir für Ritter. Es ist ein bisschen schwierig, hier den Überblick zu behalten, aber ja, wir sind da selbst schuld. Wir haben uns das selbst eingebrockt, jetzt müssen wir das ausbaden, leider. Und ja, es ist ein bisschen mehr geworden, als wir gedacht haben am Anfang, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann geht es weiter mit Hosen. Also wir haben auch, ich glaube, es sind ein bisschen weniger Hosen als wie Oberteile, aber auch relativ viele. Rita zeigt sie euch. Genug, würde ich sagen, trotz auch 5 prall gefüllte Säckchen mit Hosen, also da wird keiner mehr ohne Hosen auf die Straße gehen müssen. Da hätte sogar der Where is my pants Guy von Lego Movie eine Hose sicher dabei. Also ja. Sogar ein Topf. Ja, den habe ich aber für mich bestellt. Das ist dieser Kessel. Pack ihn mal aus. Der fehlt nämlich bei diesem Candy Shop in unserem Vergnügungspark. Also es sind nämlich auch ein paar andere Teile dabei, aber ja, die sind im Gegensatz zu den Figuren dann gar nicht so interessant. Die zeigen wir euch am Schluss im Schnelldurchlauf. Also es hat eigentlich damit angefangen, dass wir bei dem lieben Benny eine normale Bricklink-Bestellung abgegeben haben. Da waren zum Beispiel auch diese Pizzen dabei und 10 Plates für unseren Strand. Du meinst eine normale, noch nicht ausgeartete? Ja, also die normale Bestellung an Steinen, glaube ich, war ungefähr 100 €. Also es sind relativ viele Steine dabei für unsere Landschaftsgestaltung. Dann haben wir auch so Bricks, wo wir mal einen Zaun bauen können oder eine Mauer und solche Geschichten. 2x4er in dunkelgrau. Genau, Rita hat noch 2x3er und dann haben wir auch, er hat relativ 2x6er. Genau. Er hat auch relativ viel in Dark Tan gehabt, wo wir den Strand jetzt mal verschönern. Da wollen wir ja den ersten Streifen, dass das so aussieht, als wäre der Sand nass. Und so hat es eigentlich angefangen und dann hat er ja gesagt, ja, ich könnte euch auch noch ein paar Minifiguren zusammenstellen. Ein paar. Und er hat gesagt, sie sind große Fans unseres Kanals und schauen uns gerne und sie wollen was für uns und auch für die Community tun. Und das ist mehr als gelungen. Also wirklich, wirklich toll. Nein, habe ich noch nicht. Da bin ich noch gar nicht dazu gekommen. Das ist bitte auch was Besonderes. Es ist ein ganzes Säckchen
müssen wir fast sogar herausnehmen, glaube ich. Hilf mir mal ein bisschen. Es ist ein ganzes Säckchen voll mit allen möglichen Umhängen. Also hier haben wir, die werden wir nie wieder finden wahrscheinlich, aus der Dracula-Serie der Minifiguren. Dann sind auch so Plastikteile dabei für irgendein Schloss. Irgendeins ist mir bekannt vorgekommen, da habe ich gleich geglaubt, das haben wir schon im Einkaufszentrum verbaut oder so ein ähnliches. Ach, ich weiß nicht. Kann leicht sein, aber da sind auf jeden Fall ein paar coole Teile für unseren Gruselpark dabei und auch coole Sachen für zum Beispiel für das Mittelalter oder auch für die Piraten. Oh, ich habe es verkehrt. Das werden wir sicher brauchen, genauso wie diese Flagge hier oder dieses Segelteil hier. Ich weiß jetzt nicht, welches das war, welches du gesehen hast. Und ja, jede Menge Umhänge, die man ja für Figuren gebrauchen kann. Auch das zum Beispiel ist total cool. Sehr cool. Ja, also da haben wir auch, wie ihr seht, 2 ganze Hände voll. Ach, wir geben das nachher. Wir halten euch sonst nur länger auf und ihr wollt ja neue Teile sehen. Was können wir euch noch zeigen? Ja, es gibt natürlich auch noch jede Menge Frisuren. Ich glaube, das habe ich noch nicht in die Kamera gehalten, oder? Da sind relativ viele Figurenteile drinnen und auch so Westernhüte. Also wir haben ja einen kleinen, aber feinen Westernpark. Und da werden wir sicher den ein oder anderen Cowboy noch aufstellen. Und hier sind auch ja, graue Haare und ja, alle möglichen. Hier ist auch, ich glaube, sogar so ein SpongeBob in der Weltraumuniform. Den habe ich schon gesehen. So cool. Wie gesagt, ich glaube, bevor wir da irgendwas richtig gut verwenden können, werde ich mich dran machen, dass ich das wirklich sortieren anfange. Also speziell die Oberteile, bei den Hosen ist es ja nicht so genau meistens, aber die vielleicht auch ein bisschen durchschauen. Und natürlich die Köpfe, Hüte, sonstiges, weil sonst wird es schwierig, genau das zu finden, was man gerade braucht. Das sehe ich aber ich glaube, wir hätten dann so. Also ich glaube, mit dieser Bestellung und der Legoland-Bestellung ja, sind wir jetzt mal versorgt. Doch ein paar Figuren. Also die sieht man extrem schlecht. Das sind alles dunkle Haare, also zum großen Teil schwarze. Und da sind auch, wenn ihr das seht, sehr viele so Piratenkappen dabei, so Hüte. Und es sind auch ja, ziemlich coole Frisuren übrigens auch dabei. Dort und da sieht man die auch vielleicht ein bisschen, ja, die dunklen. Und was haben wir dann noch hier? Lauter weiße Helme und da sind auch sehr viele Star Wars Helme dabei. Oh ja. Ich glaube, wir müssen fast irgendwo noch einen kleinen Star Wars Bereich machen. Ja, also super. Wenn ihr das seht, das sind Kappen und Polizeihelme und ja, dann haben wir noch Teile in Braun, die habe ich aber absichtlich bestellt. Einen Star Wars Park. Und dann sind noch relativ viele, ja, Star Wars Park. Das würde nicht nur mir gefallen, glaube ich. Der Vergnügungspark wird noch größer. Ich glaube, bald haben wir nur mehr Vergnügungspark und sonst fast nichts, aber gut. Kommt mir auch so vor, aber da habe ich nichts dagegen. Ja, der Vergnügungspark ist sowieso schon ein bisschen zu groß geraten. Hier sind noch ein paar dieser coolen 16x16er Straßenplatten in dunkelgrau. Die brauchen wir auch immer wieder mal irgendwo für eine Einfahrt oder für eine Tankstelle oder für einen Parkplatz. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir euch jetzt alles gezeigt haben. Hier sind auch noch Palmenblätter. Es ist ein Wahnsinn. Also wir sind noch immer ein bisschen geflasht von dieser Bestellung. Also wie gesagt, wir haben da schon Geld dafür bezahlt. Nicht, dass ihr glaubt, wir haben das alles geschenkt bekommen. Nein, das wäre schon heftig. Wir wussten natürlich jetzt genau nicht, wie viel es jetzt wirklich wird und wir freuen uns wahnsinnig und ihr könnt euch sicher sein, dass wir einerseits diese Figuren für unser streng geheimes Projekt mal brauchen werden, welches wir in der nächsten Zeit dann mal ankündigen werden. Ja. Und demnächst seht ihr dann wahrscheinlich auch so die ein oder andere neue Minifigur in unserer Stadt. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug. Ihr fragt euch vielleicht, warum kaufen die so viele Minifiguren, aber es sei euch gesagt, erstens mal ist Rita ein riesiger Minifiguren-Fan und ohne Minifiguren geht bei ihr gar nichts. Und ich denke mir, ich habe jetzt schon oft Städte gesehen, die zwar voll cool sind,
also so von der Architektur her und wo wir uns einiges abschauen können, aber die einfach wenig belebt sind. Und das ist einfach was mir sehr wichtig ist, dass einfach da was los ist, genauso wie in einer echten Stadt auch. Und dass man viele verschiedene Personen hat, viele Szenen hat, wo irgendwas passiert. Und ich glaube, das macht es einfach für mich aus, dass eine Stadt auch lebt. Da braucht man einfach eine gute Auswahl, das ist vollkommen Eben. richtig. Ich halte nur 2 Säckchen noch einmal genau in die Kamera für unsere Zuschauer. Und es geht relativ schnell. Ich glaube, allein in unserem Einkaufszentrum sind über 200 Minifiguren. Und, Das stimmt. Es geht wirklich schnell. Also wir nehmen uns, wenn wir nur einen kleinen Stadtteil neu bauen, also Stadtteil, ich rede jetzt von vielleicht 2 oder 3 32 mal 32 Platten, da gehen wir teilweise so mit 2 vollen Händen mit Figuren dorthin und zack, die sind weg. Ja. Und wir haben ja schon mal ein Konvolut mit über 1000 Figuren gekauft und da müsstet ihr mal reinschauen, da sind nicht mehr ganz so viele da. Also da haben wir die, ich sage jetzt mal, die wir brauchen könnten für unsere Stadt und so weiter, haben wir zum großen Teil schon aussortiert. Und da sind schon eher die drinnen, wo ich nicht mehr so begeistert bin. Und hier sind ja so viele neue, coole drinnen. Also ja, Das wird mega, Leute. wir werden da sicher noch die ein oder andere Überraschung sehen. Ihr hoffentlich auch, wenn ihr wollt. Oh ja. Und ja, ich würde sagen, wir übergeben unserem alten Freund Woody das Wort, der jetzt das Schlusswort für uns sagen darf. Howdy, Leute. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ja, schaltet Baut was wieder mal Schönes. ein. Baut was Schönes, lasst eure Westernzüge fahren und bis bald. Oh ja, Westernzüge. Na gut. Wir sehen uns, Freunde. Wir bald. sortieren jetzt mal und melden Oh uns dann ja. wieder. Bis demnächst. Tschüssi. Tschüss.